Ja, ich denke, was ich suche in den Bildern, das sind Bilder, die eine Art Zwiespältigkeit haben. Ich bin Batja Suter und ich arbeite als Fotografin und freischaffende Künstlerin und lebe in Amsterdam. Also ich bin geboren im Zürcher Unterland in Bülach und in Eglisau aufgewachsen und habe eine Buchbinderlehre gemacht in Winterthur. Danach ging ich an die Kunstgewerbeschule in Zürich und bin dann für das weitere Studium nach Holland gegangen. Dass ich in Holland gelandet bin, das war eigentlich nur für ein Jahr Studium gedacht. Ja, es hat mir so gut gefallen, die ganze Offenheit der Akademien und auch, dass sich die Abteilungen eigentlich vermischt haben, was ja bei mir sehr stark passiert ist. Also, dass ich eigentlich verschiedene Disziplinen miteinander menge. Ich arbeite in sehr verschiedenen Medien, also einerseits den Drucksachen und daneben mache ich Animationen, die sehr groß projektiert werden und dann auch Installationen mit ausgedruckten Prints. Der Schwerpunkt ist immer der gleiche, dass mich eigentlich alte Bilder interessieren, wo man spürt, dass da sehr viel dahinter war, bis dieses Bild überhaupt sichtbar war und entstanden ist. Was wirklich ein Genuss ist, das ist durch die gefundenen Bücher, die ich habe. Ich habe ein sehr großes Archiv und dann durch die neuesten Bücher zu blättern und das zu studieren, was es da hat. Und dann beginne ich das zu sortieren und zu scannen und die Bilder zu bearbeiten. Ja, das hat etwas Abenteuerliches, also sich einfach einzulassen auf, was man da so gesammelt und gefunden hat. Und dieser Prozess, das ist etwas, was ich endlos tun kann. Es fasziniert mich einfach. Ich kann nicht genug davon bekommen. Was mich fasziniert, das sind einfach diese ganz einfachen Symbole, die einen wahnsinnigen Effekt haben, die sehr viel sagen über eine Situation und die wir auch sehr gut lesen können, ohne dass wir das eigentlich wissen. Und dann ist das Platte, das ist ganz nah beim total Interessanten und das findet man nur heraus, wenn man es ausprobiert. Das Lustvolle daran ist, dass es mich selbst überrascht. Also, dass ich wirklich alles Dinge finde und entdecke, die ich noch nicht wusste. Und aber auch in dem Sinn überrascht werde, dass ich meine Vorurteile überdenken muss. Ja, also den Weg zu finden in diesen Archiven, die ich anlege, das ist eine sehr intuitive Sache. Und da haben sich im Lauf der Arbeit immer mehr Schwerpunkte herauskristallisiert. Das sind dann Grundthemen wie runde Dinge oder Gebäude mit einer gewissen Ausstrahlung, mit einer gewissen Uncanniness nenne ich das, oder Landschaften. Und da tauche ich dann rein und suche wie doppelte Böden in den Bildern. Was das genau ist, das ist schwer zu definieren, aber man spürt es sofort. Jetzt sind wir bei Enter Enter und das ist der Projektraum meines Verlegers und Ehemannes. Roma Publications hat mir eigentlich ermöglicht, in totaler Freiheit meine Bücher zu machen. Also da war keine Restriktion mit, wann es fertig sein muss, wie viele Seiten es haben soll, sondern ich konnte einfach genau machen, was ich wollte. Komposition, das ist eine Form von Freiheit.
Mit Komposition kann man wahnsinnig viel anstellen, auch mit Sequenzen, mit Bildsequenzen. Und das hat eine wahnsinnige Dynamik, in welche Richtung man einen Bildinhalt gehen lassen kann, einfach durch seine Nachbarn und durch seine Größe auch. Also das Tolle ist, denke ich, dass ganz viele Bildsprachen zusammenkommen. Weil meistens ist ja so, dass ja immer die ähnlichen Sachen zusammen sind. Dass ja, in einem Buch alle Reproduktionen die gleiche Atmosphäre haben. Und wenn man das so zusammenbringt, von ganz verschiedenen Kulturen und Zeiten auch, dann gibt das eine Art Elektrisierung und Vielfalt. Und da ist ja auch ein sehr starker Unterschied gegenüber dem Internet, weil diese Vielfalt, die ist da, die fällt weg, weil alles eigentlich digitalisiert ist, liquide ist und sind eigentlich diese Unterschiede des Bildes, die fallen weg. Alles ist ähnlich. Wie sieht etwas aus, wenn es durch einen Algorithmus entstanden ist und wie sieht etwas aus, wenn es mühsam zusammengesucht ist? Das ist ein Unterschied und das ist gut, wenn der da ist. Ja, Ordnung ist etwas sehr Interessantes, weil einerseits, das ist ja so ein Grundprinzip der menschlichen Natur, dass man Dinge ordnen will. Also das ist ein Überlebensprinzip, denke ich. Und andererseits, wenn es zu gut geordnet ist, wird es langweilig. Und ich bewege mich zwischen diesen beiden Feldern, dass man einerseits ordnen und verstehen muss und dass man andererseits auch überrascht werden muss und dass Fragen gestellt werden müssen.